yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB. Was geht ab, Leute? Euer Koste und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es dem Titel schon entnommen habt, im heutigen Video geht es endlich um Streetwear für Erwachsene oder ich sag mal Streetwear für Männer. Warum dieses Video? Also ich denke, viele von euch, die schon ein bisschen älter sind, also ich sag mal 20 plus, 25 plus, haben sicherlich das Problem, dass sie wirklich gerne Streetwear tragen, aber nicht wirklich wissen, wie man das Ganze richtig kombiniert. Und ich sag mal, in meinen früheren Jahren habe ich extrem viel Streetwear getragen. Jetzt habe ich mich mehr in die Richtung Casual Classy entwickelt, trage aber trotzdem noch sehr gerne streetige Looks. Aber ihr kennt das Problem sicherlich auch, dass wenn man streetige Looks trägt, die zu sehr nach Streetwear aussehen, dann fühlt man sich selber wie so ein kleiner Junge irgendwie. Also man fühlt sich wie so ein YOLO-Kid, sage ich jetzt mal. Weil das Ganze einfach nicht erwachsen aussieht, wenn man sich ja zu sehr in diese Richtung Street-Style kleidet. Und darum soll es in dem heutigen Video gehen. Und zwar soll es darum gehen, wie trägt man Streetwear richtig, ohne auszusehen wie so ein kleiner Junge. Weil wenn man ein bisschen älter ist, will man das natürlich nicht. Ihr wisst, es ist einfach so, dass wenn man irgendwo hinkommt, immer der erste Eindruck zählt. Und ihr wisst, es macht einfach immer einen anderen Eindruck, als wenn du jetzt zu einem Banktermin beispielsweise gehst und du trägst einen Anzug oder du kommst in so einem YOLO-Look da rein. Man wird natürlich immer so wahrgenommen, wie man dort auftritt, ne? Und da muss man einfach sagen, jemand, der im Anzug dort auftritt, der wirkt natürlich ganz anders als jemand, der in so einem Street-Style-Outfit da aufkreuzt. Und das ist einfach so. So ist unsere Gesellschaft, da kann man nichts dran ändern. Und für alle die sich trotzdem gerne so kleiden und nicht aussehen möchten wie ein Hypebeast, für die habe ich in diesem Video auf jeden Fall ein paar coole Tipps. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an bei dem Fundament der Streetwear und das sind einfach Sneaker. Ihr wisst, es gibt Campouts für Sneaker, es gibt krasse Resale-Preise für Sneaker, die ich in meiner Vergangenheit auch schon bezahlt habe. Also Sneaker sind richtig krass im Hype seit Jahren und der Hype ist auch noch anhaltend, aber Sneaker sind einfach das, was in der Streetwear-Welt, sage ich jetzt mal, das Gefragteste ist. Und deswegen finde ich, sind Sneaker auf jeden Fall das Fundament der Streetwear und da finde ich persönlich es wichtig, dass man sein Outfit schon ein bisschen an die Sneaker anpasst. Also Sneaker, die ich empfehlen kann, wenn man es wirklich sehr schlicht mag, sind beispielsweise Vans Old School, die gehen wirklich immer, sind extrem leicht kombinierbar, oder beispielsweise Nike Air Force One, sieht man das, ich weiß es nicht. Die sind natürlich sehr leicht zu kombinieren, passen sehr gut zu streetigeren Looks und sind auf jeden Fall sehr gemütlich. Wer es ein bisschen sportlicher mag, für den empfehle ich persönlich sowas wie Adidas Ultra Boost oder was ich mir neulich gekauft habe, die Adidas Oswego. Auch ein sehr geiler Schuh, oder wer lieber Nike trägt, vielleicht ein Nike Presto oder sonst was. Klar, nicht zu vergessen, die ganzen Off-White Nike Collabos sind super geile Schuhe. Ich habe auch 2 Stück davon. Kann ich natürlich auch empfehlen, aber sind im Resell schon sehr, sehr teuer. Deswegen muss nicht unbedingt sein, aber sind auf jeden Fall coole Sneaker. So, kommen wir zu den Hosen. Bei den Hosen könnt ihr eigentlich tragen, was ihr wollt. Bei einem coolen Streetwear-Outfit für Erwachsene geht es eher darum, einen richtigen Mix zu finden. Deswegen auch bei den Hosen könnt ihr tragen, was ihr wollt. Ich habe so ein paar vorbereitet hier. Und zwar ist das so eine coole Cargo-Pant, welche auf jeden Fall einen sehr streetigen Look hat. Finde ich sehr nice. Auch die Farbe finde ich sehr schön. Dann könnt ihr natürlich auch so eine Herrenhose, so eine Anzugshose, also Chino-Pants mit so einem etwas Oversized-Look, auch sehr nice. Ob es jetzt hier eventuell so eine Jogging-Pants ist, die ist jetzt von Puma. Eine sehr schlichte, aber coole Jogginghose, ist auch knöchelfrei. Sehr, sehr cool. Oder eine schwarze Skinny Jeans habe ich hier noch hängen, könnt ihr natürlich auch machen. Oder das, was ich hier trage, so eine Cuffed Pants, ist auch eine sehr coole Variante. Also hosentechnisch könnt ihr wirklich tragen, was ihr wollt. Wie gesagt, es geht um den richtigen Mix, um das richtige Verhältnis bei dem ganzen Outfit. Aber dazu werde ich später nochmal kommen. Ihr werdet sicherlich eine von den Hosen, die ich gerade gezeigt habe, im Kleiderschrank haben. Deswegen, ich finde halt bei Streetwear ist es eher immer so ein bisschen lässiger. Deswegen Skinny Jeans, klar, kann man auch tragen, werde ich nachher noch zeigen. Aber ich persönlich finde einfach so ein bisschen weitere Hosen, die ein bisschen lässiger sind, gemütlicher, halt diesen Jogginghosen-Charakter haben. Das verbinde ich persönlich halt eher mit Streetwear. Kommen wir zu den Oberteilen. Also bei Oberteilen muss ich persönlich sagen, wenn es jetzt um T-Shirts geht, finde ich einfach, dass ein Oversized T-Shirt für mich so der Inbegriff bei Streetwear ist. Und das sieht man hier gerade bei meinem T-Shirt. Das ist jetzt von der Marke Essentials, die Untermarke von Fear of God. Ihr seht das hat auch so einen Boxy Fit. Finde ich ganz nice und ich finde einfach, was Streetwear angeht,
ist so ein Oversize-T-Shirt auf jeden Fall ein Muss, ob es jetzt ein Basic-T-Shirt ist, also komplett ohne Logo, oder ob es jetzt ein Logo-T-Shirt ist. Das ist natürlich komplett euch überlassen, worauf ihr eher Bock habt. Aber beides geht auf jeden Fall klar. Wovon ich auf jeden Fall abraten möchte, sind Long-Tees. Also nicht verwechseln die Long-Tees mit den Oversize-Tees. Long-Tees sind diese übertrieben lang geschnittenen T-Shirts, aber dennoch sehr schmal. Und Oversize-T-Shirt ist einfach sowas, was ich hier gerade trage. Also Long-Tees definitiv nicht zu empfehlen. Sieht nicht cool aus und ja, ist auch auf jeden Fall schon lange aus dem Trend. Deswegen macht das auf jeden Fall nicht. Aber ein absolutes Go für Oversize-T-Shirts. Ein anderes Oberteil, was definitiv in die Streetwear-Welt gehört, ist meiner Meinung nach der Hoodie. Ich habe jetzt mal einen Hoodie mitgebracht, den ich relativ gerne trage, und zwar ist das so ein Off-White Hoodie. Da müsst ihr natürlich gucken, was ihr lieber tragt. Also ob es jetzt ein Logo-Hoodie ist oder ob es jetzt ein Basic Hoodie ist, das ist eigentlich scheißegal. Hauptsache der Fit stimmt. Und da sollte man darauf achten, dass der Hoodie nicht zu eng ist, sondern lieber ein bisschen größer ist, ein bisschen weiter geschnitten ist, finde ich, sieht lässiger aus, ist auch meiner Meinung nach gemütlicher. Und man muss ja auch immer sagen, dass so Hoodies oftmals einlaufen, wenn man sie wäscht, also ein bisschen einlaufen, und wenn man den zu eng kauft, läuft man Gefahr, dass er dann am Ende viel zu eng ist. Und deswegen holt euch lieber eine Nummer größer oder holt euch einfach Hoodies, die einen Loose Fit haben. Und ja, ich finde, das passt einfach besser zu Streetwear und ist auf jeden Fall ein Kleidungsstück, was in den Kleiderschrank gehört, wenn man Streetwear-Outfits tragen will. So, für alle, die jetzt sagen, Hoodie ist nicht ganz so meins, für die habe ich noch ein anderes Oberteil, was meiner Meinung nach auch sehr cool ist und auch sehr streetig aussieht. Und zwar ist das ja, der normale Rundhals-Sweater. Den hatte ich euch ja im letzten Video mal vorgestellt, gab es bei H&M und bei Weekday zu kaufen. Der hat jetzt so einen Drop-Shoulder-Schnitt, also ist etwas oversize geschnitten, hat so ein bisschen längere Ärmel, weitere Ärmel, sitzt relativ cool, kann man echt zu so schlichten Looks, also den könnt ihr jetzt auch easy hier über diesem Outfit tragen. Ist auch so ein Teil, wo ich sage, passt auf jeden Fall gut in die Streetwear rein. Falls ihr sowas noch nicht habt, checkt auf jeden Fall mein letztes Video ab. Dort findet ihr Links, wo ihr sowas zum Beispiel kaufen könnt. Und dann kommen wir zu einem Teil, ja, ich sag mal, wer mich kennt, der weiß, dass ich es einfach extrem häufig trage. Wie gesagt, bei den 10.000 Abonnenten gibt es eine Roomtour durch mein Ankleidezimmer und dann werdet ihr sehen, dass ich davon echt extrem viele habe. Und zwar ist das das Flanellhemd. Ja, das Flanellhemd meiner Meinung nach auch extrem wichtig in der Welt der Streetwear. Ich trage es extrem gerne. Ich werfe hier mal eben das hier drüber. Also ich sag mal, das Flanellhemd ist echt perfekt an so ja, Herbsttagen, sage ich jetzt mal, wo es vielleicht nicht ganz so kalt ist. Da kann man diese etwas dickeren Flannel, so wie das jetzt hier, kann man da easy tragen. Da wird einem nicht zu warm, nicht zu kalt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Ich trage übertrieben gerne Flannels, auch in Kombination mit einem Hoodie. Finde ich, sieht ein Flannel immer cool aus, deswegen achte ich bei meinen Flannels immer darauf, dass ich die nicht ganz so eng kaufe, sondern ein bisschen größer kaufe und dann kann man da immer noch ein Hoodie drunter tragen. Und ja, ein Flannel ist für mich das, ich würde sagen sogar das Essentiellste für mich persönlich. Ich habe hier auch mal ein, zwei Looks eingeblendet, wo ihr sehen könnt, wie man so ein Flannel einfach in Szene setzt, wie man so ein Flannel kombiniert. Also super easy, wie gesagt, da gibt es verschiedene Kombinationsarten, kann man richtig leicht tragen und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall ein Flannel zu kaufen. So, das letzte Teil, was natürlich Bestandteil eines Outfits ist, ist die Jacke. Und die Jacke, die ich so zum Street-Style am passendsten finde für den Winter, ist meiner Meinung nach die Daunenjacke. Ich habe ja auch eine am Start, ich werde die jetzt mal eben anziehen. Das ist so eine etwas kurz geschnittene Daunenjacke und sowas finde ich persönlich für den Winter einfach die coolste Jacke, welche zur Streetwear passt. Wie gesagt, natürlich könnt ihr Looks layern, so wie der Hoodie mit dem Flannel drüber, das geht natürlich immer klar, oder ein Hoodie mit einer Bikerjacke drüber. Wie gesagt, da kann man viele verschiedene Kombinationen draus basteln, aber wenn es jetzt wirklich mal extrem kalt ist, dann finde ich, braucht man natürlich eine dickere Jacke und da finde ich einfach, dass die Daunenjacke am passendsten ist für den Winter. Und ich ziehe mal eben die Jacke an, die ich hier mitgebracht habe. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Ist eine extrem chillige Jacke, die glänzt jetzt so etwas. Könnte man jetzt wie gesagt auch ein Hoodie drunter tragen. Ich habe jetzt nur das T-Shirt drunter. Ja, sieht einfach chillig aus und ja, so eine Daunenjacke kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr noch die richtige Jacke für den Winter sucht.
So Leute, kommen wir zum Schlusswort des Videos. Also ich habe euch jetzt eine Menge Teile vorgestellt, die man alle in der Streetwear tragen kann, rocken kann, die alle wirklich cool sind. Aber für euch jetzt nochmal, um das zu verinnerlichen, das Wichtigste ist wirklich, die richtige Balance in seinem Outfit zu finden. Das heißt, man sollte darauf achten, dass man maximal, sage ich jetzt mal, ein Streetwear-Piece in sein Outfit einbaut, um nicht komplett einfach wie so ein Hypebeast auszusehen. Damit meine ich zum Beispiel, wenn man sich jetzt dieses Bild hier anguckt, wo ich so einen Casual-Look eigentlich trage, aber das Ganze jetzt beispielsweise mit so einer Camouflagejacke trage, dadurch kriegt das Ganze so einen streetigeren Touch und das meine ich damit. Also ich zeige euch jetzt mal hier ein anderes Outfit, was meiner Meinung nach extrem casual ist, aber wenn ich dieses Outfit beispielsweise jetzt durch einen Hoodie ersetzen würde, würde das schon wieder viel streetiger aussehen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ihr sollt einfach darauf achten, dass ihr euch nicht zu YOLO anzieht, sondern einfach nur so bestimmte Akzente in eurem Outfit setzt. Das ist genauso, wie ich immer von diesen Highlights spreche, die man im Outfit setzen sollte. Und dann solltet ihr eigentlich die Looks cool umsetzen können. Wer von euch vielleicht immer noch Schwierigkeiten hat, coole Outfits zu kreieren, dem blende ich hier eben meinen Instagram-Kanal ein. Dort könnt ihr mir gerne folgen. Ich lade fast täglich Bilder hoch und dort gibt es sicherlich einiges an Inspiration für euch. Checkt den Kanal gerne ab und vergesst nicht, hier auf dem Kanal, falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Ganzen jetzt einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts von meinen Videos verpasst. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Schönen Sonntag noch. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.